Du hörst Herzenssache, Projektgeflüster mit Madame Fogana. Der Podcast, der dich nach Ghana mitnimmt. Christine und Bettina erzählen bewegende Geschichten, plaudern aus dem Nähkästchen und teilen persönliche Erfahrungen. Komm mit auf diese besondere Reise. Los geht's! Hallo ihr Lieben! Herzlich willkommen bei Herzenssache, dem Podcast von Madame Fogana. Heute mit einer Sonderfolge, über die ich mich total freue. Jetzt schaut mal, ich glaube, so viele Gäste habe ich noch nie gehabt. Und damit möchte ich jeden aufrufen, der das jetzt vielleicht im Auto auf dem Weg zur Arbeit oder so hört. Dieses Mal müsst ihr wirklich den Videocast schauen, weil ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Gäste. Eine Herausforderung für meine Kamera und Technik in Ghana, aber ihr kennt mich, geht nicht, gibt's nicht. Wir haben ganz, ganz besondere Gäste aus Deutschland in Ghana aktuell, nämlich das Team Menke um Heiko, den ihr ja alle kennt, der mit mir ja schon einen Podcast gemacht hat. Und da hatten wir euch ja schon versprochen, dass es auf jeden Fall einen zweiten Teil geben wird, nämlich in oder nach Ghana. Und wir haben es geschafft, uns alle hier in Ho im Kinderheim zu treffen, in der Volta-Region. Und deswegen habe ich jetzt die Chance, ihn und sein komplettes Team zu interviewen. Und dabei sind auch Happy, unsere Leitung vom Kinderheim, und in der zweiten Reihe unser lieber guter Victor, der seit 10 Tagen mit dem Team Menke in Ghana unterwegs ist. Ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast gehen wird, weil wir haben so viel zu erzählen und zu besprechen. Wir schauen einfach mal und möglicherweise machen wir daraus 2 Folgen. Herzlich willkommen an euch alle. Ich freue mich total, dass ihr bei mir im Podcast seid und ich bin so gespannt, was ihr zu erzählen habt. Und nicht, dass ihr denkt, das ist hier abgesprochen und es wird hier ein Praise-Note für Madame Fogana. Also das hoffe ich natürlich. Aber die haben alle ihre eigene Meinung und die werden sie ja auch kundtun. Keine Sorge. Heiko, ich fange vielleicht mal mit dir an. Du bist ja so der Teamleader. Wie geht's dir? Mir geht's super. Also ich bin echt überrascht. Ghana ist, ich hatte etwas Sorge, dass hier ganz heiß ist und wir erstmal 3 Tage flach liegen oder sowas. Nein, gar nicht. Mir geht's super, uns geht's super und ich bin total begeistert. Jeden Tag haben wir so viel Dinge gesehen, erlebt, die einfach so bei uns nicht denkbar sind. Und es ist ein super spannendes Land und es ist einfach super schön, hier zu sein. Neben dir sitzt deine liebe Frau, die Conny. Wie geht's dir, Conny? Mir geht's auch total gut. Ich bin völlig überwältigt noch von den Eindrücken der letzten Tage. Ich habe Ghana die letzte Zeit oder die letzten Tage als wahnsinnig liebevoll mit ganz viel Background erlebt, was ich so vorher nicht gedacht hätte. Und so viele liebe Menschen, die einfach toll sind, und das begeistert mich. Das freut mich total zu hören. Ich kann auch an deinen Strahlen sehen, dass echt bei dir einiges los ist. Machen wir weiter mit Christine. Sie sitzt neben Heiko. Magst du dich kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du bei Menke überhaupt machst? Und magst du auch ein bisschen erzählen, wie es dir so geht? Wirklich dein persönliches Befinden, wie du dich fühlst. Hallo zusammen. Ich bin Christine und arbeite bei Heiko im Team. Im Gartencenter bin ich in der Kundeninformation und berate die Leute. Wie ich mich fühle, also ich bin absolut beeindruckt von diesem unfassbar tollen Land und vor allem von dem, was Madame Fogana hier alles macht und schon erreicht hat. Ich bin absolut beeindruckt von den Menschen und dieser Freundlichkeit, mit der wir hier überall empfangen werden. Es ist einfach grandios und wirklich unfassbar toll. Das ist schön, das freut mich zu hören. Und neben dir sitzt die Frauke. An alle meine ghanaischen Freunde, ihr wisst ja, dass das schwierig ist, ihren Namen auszusprechen. Aber wir sind aktuell ja in der Volta-Region und hier geht es einigermaßen. Das R ist manchmal einfach ein bisschen schwierig. Liebe Frauke, wie geht's dir? Ja, mir geht's auch super gut. Ich finde es hier total spannend, das alles zu sehen. Vor allen Dingen auch zu sehen, wie die Baumpflanzprojekte so vorangegangen sind. Ich bin bei uns im Gartencenter unter anderem auch für den Bereich Nachhaltigkeit zuständig und es ist total cool, die Möglichkeit zu haben, hier überhaupt hinzukommen, diese Möglichkeit geboten zu kriegen, sowohl über eure Organisation als auch über meinen Chef, der mich dazu eingeladen hat.
und zum anderen halt auch zu sehen, wie schön man hier die Bäume pflanzen kann. Ein solches Baumpflanzprojekt dieser Größenordnung in Deutschland zu stemmen, würde ein Vielfaches an Ressourcen und Geld kosten. Und hier zu sehen, wie das auch die Leute unterstützt dort vor Ort, die halt dringend Schatten oder auch Schutz vor Erosion brauchen, das ist einfach atemberaubend. Und das freut mich, dass du das sagst. Es ist ja auch wirklich so, ich sage immer, klar, ich werde auch manchmal so als Kritik gefragt, ja, musst du deswegen extra nach Ghana fliegen, ne? Hier wächst so ein Baum natürlich einfach auch noch mal viel schneller. Also wenn wir jetzt eben auch auf CO2 gucken, hat so viel Mehrwert und es ist einfach Wahnsinn, genau wie du gesehen hast, dass wie das Ganze sich eben ja im Dorf auch entwickelt und einbindet. Da gehen wir gleich nochmal drauf. Ja, die Lebensqualität, die das an der Stelle einfach schafft, ne? Und auch die Wachstumszeit. Also wir haben Bäume gesehen, die waren dann schon 1 oder 2 Jahre alt und wie schnell die wachsen, das ist einfach der Wahnsinn. Ja, da haben wir die Tropen hier, die machen mit. Aber last but not least, in der zweiten Reihe, weil wir sind, wie gesagt, so viele, dass wir uns irgendwie ins Bild quetschen mussten, ist der liebe Markus. Markus, wie geht's dir? Also mir geht's auch fantastisch und ich genieße es wirklich hier, die Freundlichkeit der Menschen hier einfach so zu spüren und auch die Fortschritte hier in diesen ganzen Projekten zu sehen, macht mich wirklich wahnsinnig stolz, da irgendwie ein Teil von zu sein. Das ist wirklich sehr beeindruckend. Schön. Das ist so gut von euch zu hören, dass euch hier gut geht. Erstmal, weil einfach auch eine große Herausforderung ist. Ne? Jeder von euch, der den Podcast vielleicht hört oder sieht, der schon mal in einem vergleichbaren Land war, weiß, dass einfach durch die Umstände, die Straßen, die Hitze und einfach auch das andere Essen alleine, ne, das schon eine Herausforderung ist. Ich habe hier auch im Team und deswegen springen wir heute ein bisschen zwischen Englisch und Deutsch. Und wenn ihr mal meinen Kopf so rübergehen seht, dann liegt das daran, dass ich Happy ein bisschen erzähle, worüber wir gerade reden, damit sie so ein bisschen folgen kann. Hier direkt neben mir sitzt Happy. Right beside me is Happy. As for her, she is very famous. You all know her from the various podcasts. And if you don't know her, I really, really highly recommend, please listen to the podcast where Happy is my special guest, where she shares from her life and what she's doing here with Madame for Ghana. Everybody knows her. She's the shelter director. And Happy, I brought you some guests. First of all, I just want to find out, how are you doing at the moment? Oh, I am doing very, very, very fine. And I'm happy, as the name goes. So I'm very happy. In the second row, my director, V, too far away. Usually we are twins, you know us, we cannot be separated. Yeah. But we decided that the gentlemen have to step to the back so that the ladies will sit in the front. V, we are just doing as for Heiko, he's the boss, so he has to sit in the front. V, we are just going around introducing ourselves, but I think for you, everybody knows you. So I just want to find out how you are doing at the moment. Oh, I'm very fine. I'm also happy that Heiko, Minke and the team are also in Ghana to see the project. Okay, maybe let's continue with the two of us. You are going round now almost 10 days. Can you give us a quick briefing? Not everybody will know the regions, but I suggest everybody who is interested will just check on a map. We are mentioning main towns, so if you are interested where they have traveled, I think you can just check on a map. V, can you give us a quick overview? Just mention the bigger towns, where we have started and where we are currently. Yeah, Minke and the team arrived in Ghana for about 10 days ago. In the first place, they went to Tamale. We went to Tamale, where the tree planting project is ongoing. And also solar boreholes mechanization is also ongoing in that region. So we visit about 5 communities where tree planting is ongoing. From there, we move to Brunahafo region, where Madame Fo is also doing various projects there. Water, wash project, hospitals and schools, and many more. So from there, we continue to Ashanti region and visit some schools over there and also our school feeding program. So we came to Ho yesterday, to the home, to visit our shelter. Wow, this sounds like really a lot. And I think that one really shows why I'm always telling everybody who wants to come and visit the projects, you have to bring time.
you can do this, but it can be really exhausting. But like we are seeing, it looks like our friends from Germany, they're all there. But I also think it's really because you and your team, all the other team members who have followed you to the various places, I think they have taken really good care of them. So they look well. And I think, let's start from Conny. So, wenn wir, jetzt spreche ich wieder Deutsch, wenn wir uns diese ganze Reiselitanei von Victor anhören, magst du mal beschreiben als erstes, ihr seid ja in Accra gelandet, das ist unsere Hauptstadt und da ist auch der Flughafen. Magst du einfach mal beschreiben, was waren deine ersten prägnanten Eindrücke, vielleicht nur bis zu dem Punkt, wo wir weitergeflogen sind, einfach so in Accra, ne? Du bist angekommen und dann? Ja, wir sind angekommen und wurden am Flughafen von Bettina und ihrem zwei ihrer Leute erwartet. Und wir mussten natürlich erstmal durch den Immigration-Prozess dadurch. Aber das ging mega schnell. Wir waren völlig erstaunt, dass recht wenig Leute da waren. Wie wir später von Bettina erfahren hatten, war es auch wirklich wenig. Von daher ging das super gut. Und ich habe mich direkt sehr wohl gefühlt und ich habe mich direkt auch sehr sicher gefühlt, was nicht zuletzt daran lag, dass Bettina und ihr Team hier mega alles im Griff haben und uns dann direkt zu einem Hotel gebracht haben. Ja, und am nächsten Tag ging es dann eigentlich auch schon direkt weiter, wieder zum Flughafen zurück, zum internationalen Flughafen. Und dort sind wir in eine kleinere Maschine eingestiegen und sind dann Richtung Tamale geflogen oder nach Tamale geflogen. Und also ich habe alle Leute als mega freundlich erlebt und teilweise, also ich hätte erwartet, dass wir mehr Aufsehen erregen und das war nicht so und ich fand es sehr angenehm. Also wir sind einfach da gewesen und es hat sich gut angefühlt. Das ist schön, wenn man irgendwo in einem neuen Land ist und man sich so beobachtet fühlt oder sowas, ne? Genau. Ja, das kann man halt gar nicht einschätzen, wenn man irgendwo hinfliegt, wo man gar keine so eine Vorstellung hat, wie es denn vielleicht sein könnte. Christine, vielleicht magst du noch mal erzählen, wie es dir erging, also nur die Ankunft, was das für dich für Eindrücke waren. Vielleicht gab es da irgendwas Besonderes, wo du sagst, Mensch, das habe ich gesehen oder so. Magst du uns daran mal teilhaben lassen? Ich habe an für sich noch nicht viel von der Welt gesehen. Ich war noch nicht in vielen Großstädten und ich glaube, es waren einfach so viele Eindrücke, die ich auch noch, wenn wir wieder zu Hause sind, erstmal alle verarbeiten muss, weil einfach alles groß und laut und voll auf den Straßen jetzt. Aber ich fand das ganz toll, wenn man irgendwo vorbeifährt und auch wenn die Leute irgendwie im ersten Moment grimmig aussehen, wenn man die anlächelt, man kriegt immer ein Lächeln zurück. Also es ist einfach, ja, das ist so das, was ich direkt am ersten Tag schon gemerkt habe, dass einem überall diese Freundlichkeit entgegenkommt. Das ist wirklich toll. Ja. Von Accra sind wir dann nach Tamale geflogen und da hatte ich so ein bisschen Sorgen, lieber Markus, weil du bist ja nur sehr groß und unsere Maschinen sind sehr klein. Ich weiß nicht, inwieweit du schon mal rumgeflogen bist oder schon viel gereist bist oder auch in so kleineren Flugzeugen. Vielleicht magst du uns da mal deinen Eindruck schildern, wie das so war in der Maschine und dann vielleicht der Flug, was man so aus dem Fenster sieht, wer da noch von euch vielleicht was sagen möchte, was ihr da gesehen oder, ne, also von oben kann man einfach toll gucken, ne? Magst du das mal erzählen? Ja, gerne. Also gut, ich bin wirklich sehr groß und hatte mir wirklich auch ein bisschen Sorgen gemacht, aber auch meine langen Beine konnte ich dann doch in diesem kleineren Flugzeug dann ein bisschen zusammenfalten und habe da drin Platz gefunden. Also ich bin auch schon ein bisschen rumgekommen, aber ich sag mal, die Eindrücke, die man da wirklich aufgenommen hat, gerade für mich, weil ich halt ja auch in Afrika einfach noch nie war, die waren einfach umwerfend. Allein die ganze Vegetation hier zu sehen und zu spüren, diese ganze Destination ist wirklich einfach ein umwerfendes Erlebnis. Und also ich muss auch sagen, dass die Freundlichkeit der Menschen mich hier einfach wahnsinnig beeindruckt. Ja, also das ist wirklich ein sehr einschneidendes Erlebnis gewesen und es macht wirklich sehr, sehr viel Freude, einfach diese Lebensfreude der Menschen hier einfach zu spüren.
Und ich glaube, das ist einfach so ein Punkt, wo wir uns wirklich einfach als Gesellschaft einfach was von abschauen können. Okay, cool. Das hast das schön gesagt. Was ist mit euch dreien, Heiko, Frauke oder Christine? Habt ihr noch einen Eindruck, den ihr teilen möchtet, da von der Anreise jetzt nach Tamale? Also ich fand es einfach erstaunlich, wie weit man über Wüste fliegt. Also klar, es war einem irgendwie vorher bewusst, aber wie lange man aus dem Flugzeug gucken kann, ohne irgendein Zeichen von Vegetation oder Menschen zu sehen. Damit meinst du jetzt aber über die Sahara, ne? Ja, okay. Genau. Da war einfach sehr viel Sand für lange Zeit und das zeigt einfach auch, dass wir dieser Wüstenbildung entgegenwirken müssen. Das hat mich einfach auch an dieses Baumpflanzprojekt in dem Moment schon erinnert, dass ich gedacht habe, so wichtig, dass wir halt da jetzt auch einen grünen Gürtel schaffen, um der Ausbreitung dieser Trockenheit auch entgegenzuwirken. Ja. Ich fand es jetzt auf dem Flug nach Tamale ganz spannend zu sehen. Auf der einen Seite ist Ghana ja gar nicht so riesig und trotzdem ist gerade der Wechsel der Vegetation zwischen Accra im Süden, wo es ja echt schon, ich sag mal, tropisch ist, Dschungelklima da ist, im Norden ganz spärlich bewachsen, viel zu wenige Bäume und ja, sehr viel mehr Trockenheit zu sehen. Diesen Unterschied fand ich sehr spannend und auch den Unterschied zu sehen, gerade im Norden, auch als wir im Flugzeug ausgestiegen sind. Es ist viel dörflicher, es ist viel einfacher von der Behausung, von den Häusern, von den Hütten her. Das erste, was mir aufgefallen ist, als wir über Tamale niedriger geflogen sind, dass es halt nur Blechdächer gibt. Das sieht man von oben hier direkt. Und ja, dass einfach hier letztendlich das Leben viel einfacher strukturiert ist, gerade im Norden von Ghana. Mhm. Ja, mir fällt auch ich meine, ich flieg das ja häufig, aber mir fällt das auch wirklich einfach auf, diese ganzen Wellblechdächer, ne? Und wenn man dann in die Dörfer kommt und da doch noch die traditionelle Bauweise einfach sieht, dass man einfach so denkt, auch was die Einheimischen sagen, dass das einfach eigentlich gar keinen Sinn macht, da sich so ein Wellblechdrach oben drauf zu machen, einfach durch das, was das so aufheizt, ne? Wie? So we've landed in Tamale with them. Maybe can you let our listeners in Germany and wherever they are listening to maybe let them know a bit how we went round, or maybe like what was the planning that you made beforehand where we sent them round for our tree planting project? You hear Tamale, that we were in Tamale, but it was not in Tamale town. We have different many schools around the district, and currently the project is going on in about 6 districts in Tamale. So we went 2 sides, each 5 communities. All right. Yeah. The location, sometimes people are asking me, how are we finding the partner schools, you know? And maybe you can let us know a little bit about also the commitment the schools are doing. You know, some of them are so committed, and maybe that's also worth sharing. Yeah. A lot of schools that need the trees to be planted. But if you go there, sometimes even the headmasters and then the people in the community, how to take good care of the plants become problem. So we do proper assessment to choose schools that are serious and taking care of them. So this is how we do the selection. Okay. Yeah. So looking at the area, we covered quite a big variety. Like the north is really big, and so far we have planted 80,000 trees in various districts, hundreds of kilometers far from each other. So the first district where we went was which one, V? It was West Mamprusi. Okay, Yeah. all right. Looking at the arrival, I don't know who, I don't want to choose. Who want to tell us a little bit from you about the first arrival, how you felt?
In German, you can speak German. Ja, wir sind an der ersten Schule mit einem für unsere Verhältnisse Wahnsinnsaufgebote empfangen worden. Also wir sind von Tänzern abgeholt worden, die begleitet wurden von Trommlern und dann haben wir uns hinsetzen dürfen. Also es waren Stühle und ein Tisch für uns vorbereitet und wir haben eine richtige Show geboten bekommen. Mit kulturellen oder einheimischen Tänzen, mit Gesang. Eine Schulklasse hatte was vorbereitet, die hatte ein kleines Theaterstück aufgeführt. Also es war wahnsinnig beeindruckend und auch wirklich ein Stück weit emotional zu sehen, was die alles für einen Aufwand betrieben haben, nur um uns zu begrüßen. Also das war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Ja. An dem Abend vorher hatten wir ja einen Historian eingeladen. Also wir hatten jemanden von der Uni in Tamale bei uns. Und das muss ich sagen, das fand ich auch unheimlich spannend. Ich weiß halt wirklich schon sehr, sehr viel. Ich meine, ich lebe hier seit 25 Jahren, aber trotzdem, man lernt ja sowieso nie aus. Es war einfach so interessant, nochmal die Details der Menschen, die im Norden Ghanas leben und dieser speziellen Region einfach auch, weil es da ja auch nochmal Unterschiede gibt, wirklich so nochmal hautnah von jemandem, der auch daherkommt, der dieselben Wurzeln hat, das ja nahegebracht zu kriegen. Und das war natürlich auch ein ganz toller Einstieg für, was du sagst, dieser kulturelle Morgen, den wir im Prinzip hatten. Und das ist was uns auch einfach immer wichtig ist. Natürlich kommt ihr als Besucher oder wir kriegen Besuch, aber das haben die sich jetzt nicht ausgedacht, weil da irgendwelche Touris kommen, so, ne, dieser Massentourismus und so, sondern es ist wirklich ihre gelebte Kultur und das machen die auch genauso für ihre eigenen Festivals oder wenn die eine Party haben oder eine Hochzeit oder was auch immer, dann tanzen die das genauso und das ist einfach so schön. Da hat man auch richtig gemerkt, dass das wirklich so, das sind sie, ne, und die haben das nicht nur einfach aufgeführt wie so ein Theaterstück oder so. Wir sind ja dann nach der Begrüßung sozusagen aufgestanden und auch rumgegangen. Christine, magst du vielleicht ein bisschen erzählen mit den Bäumen, die ihr da gesehen habt, mit den verschiedenen, was auch gerade schon erwähnt wurde, mit den verschiedenen, ich glaube, Frauke, du warst, mit den verschiedenen Größen, von halt ganz klein bis hoch. Vielleicht magst du einfach ein bisschen beschreiben, was du da so gesehen hast. Ja, wir haben Bäume in ganz verschiedenen Größen gesehen und uns wurde dann einiges erklärt, halt die ganz kleinen Bäume und wir haben Bäume auch so 2-3 Jahre alt gesehen, wie schnell die dann auch wachsen und dann auch schnell den Kindern Schatten spenden. Wir haben gelernt, dass die Bäume ja eingepackt werden müssen, also irgendwas muss drumherum, weil ansonsten die Ziegen oder andere Tiere ja, die Pflanzen auffressen würden. Ja, die Ziegen sprangen da ja auch alle schon rum und haben geguckt, wo sie vielleicht noch was abkriegen können. Genau, es sind einfach überall immer irgendwo Ziegen zu finden. Ja. Und Frauke, du hast ja durch deinen Marketing-Hintergrund da auch so ein bisschen ein Auge, sag ich mal, auch auf die Motive. Man sieht dann auch, wie deine Gedanken so abschweifen, manchmal, wo du einfach bestimmt schaust, was man einfach auch gucken und dokumentieren kann und so. Jetzt kriegt ihr ja von uns auch immer Berichte und Fotos und wir machen Videos und so weiter. Und jetzt warst du natürlich mit einem Profi-Auge, sag ich jetzt mal. Von uns hat das ja keiner gelernt, ne? Wir machen das so nach bestem Wissen und Gewissen und so weiter. Wie war für dich dieser Eindruck von den Bildern, die ihr ja nur in Anführungsstrichen bis dahin immer bekommen habt und die Videos, die dann auch gepostet werden und so von uns, aber jetzt warst du ja selber da. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie du das einfach siehst und auch empfunden hast und vielleicht kann ich dann natürlich auch was lernen von dir. Ich finde, ihr macht das sehr gut mit der Dokumentation, weil es sehr authentisch ist, wie ihr dokumentiert. Trotzdem ist das auch bei uns im Gartencenter immer wieder bei Aktionen, wenn wir dafür werben, Madame Fogana, ganz viele Leute sagen, ja, aber kommt das Geld denn wirklich an? Ja. Ne? Und klar sagen wir dann, wir kennen die Bettina und wir sind uns sicher, das kommt an, aber in Zukunft können wir sagen, wir waren da und wir haben es selber gesehen und das ist irgendwie nochmal ein ganz anderer Moment. Man nimmt das auch mit und man kann den Leuten sagen, ja, wir haben nicht nur 3 Bäumchen gesehen, sondern wir haben echt viele Bäumchen gesehen
und auch große, also schon welche, die schon länger wuchsen und nicht mal eben irgendwie für ein Foto inszeniert dahingesetzt wurden. Also die Projekte hier werden auch wirklich umgesetzt und das ist halt irgendwie schön zu sehen und auch toll, wenn wir das authentisch bei uns in Deutschland dann halt auch kommunizieren können und genau sagen können, ich weiß, dass das Geld ankommt, weil ich war da und ich habe den Baum angefasst. Ne? Das ist irgendwie nochmal eine andere Geschichte. Ja, absolut. Und was ich denke, was auch, denke ich, so ein Eindruck von euch ist, wir haben euch ja, also wir nehmen euch ja wirklich mit und das machen wir immer so, also die es jetzt hören und auch schon mal bei uns waren, ein paar haben uns ja auch in den letzten 20 Jahren schon besucht. Was mir halt persönlich auch immer ganz wichtig ist, dass wer auch immer uns besucht, immer mit einem Team unterwegs ist. Wie, I'm saying that for me, like as the director and the founder and the owner, it's always so important that whoever is coming to visit us goes with their team. You know, it's not me solely, you know, taking them around and taking care of everything, but it's you who is always there. And then it was also Meshak. Das ist unser Koordinator für das Baumpflanzprojekt. Das ist wirklich der, den ihr, wenn ihr mal auf unsere Social-Media-Kanäle geht, das könnt ihr übrigens gerne mal tun, ne? Madame Fogana. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr subscribt für Facebook und Instagram und unser YouTube-Kanal. Da poste ich auch immer so kleine Shorts und so, ist ganz, ganz, ganz interessant. Da seht ihr ihn immer, also das finde ich dann halt auch authentisch. Und jetzt habt ihr ihn ja wirklich auf dem Moped vor euch herfahren sehen. Wenn ihr einfach guckt, wie unsere lokalen Mitarbeiter einfach vor Ort mit den Dorfbewohnern oder den Gemeinden interagieren, ist da irgendwas, Markus, dir vielleicht besonders im Gedächtnis geblieben oder ist da irgendwas, was einen besonderen Eindruck auf dich gemacht hat? Und damit meine ich jetzt gar nicht so, oh, das war alles so schön und so, sondern einfach so für dich als ein bisschen Außenstehender, ja. Irgendwas, was du so beobachtet hast für dich selber? Ja, und zwar, also mir ist wirklich aufgefallen, dass einfach der Guide, der uns einfach mitgenommen hat, dass er wirklich einfach vor Ort einfach auch akzeptiert wird und es fühlte sich einfach an, als ob er einfach ein Teil davon ist. Und es ist einfach nicht dass man sich nicht wie ein Fremdkörper gefühlt hat, sondern dass er integriert ist und er es auch geschafft hat, uns in dem Moment, wo wir auch mit dabei waren, auch mit zu integrieren. Und das ist wirklich ein ganz besonderes Gefühl gewesen, was man kaum in Worte eigentlich fassen kann. Und auch dieser mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte dafür. Also einfach auch die Art, wie er mit den Menschen vor Ort umgeht und auch wie die Menschen das ist einfach, was mich sehr beeindruckt hat und diese Integrität, das ist, glaube ich, was sehr doll bei mir hängen geblieben ist. Conny? Was ich bei Meshak und auch bei allen weiteren, die wir dann ja noch treffen durften, in jeder Region total herausragend fand, die waren alle so mega stolz. Die waren mega stolz, ein Teil eures Teams zu sein, aber auch etwas zu bewirken. Und die sind da alle mit einer breiten Brust hergerannt. Das war so schön zu sehen. Also das ist einfach toll gewesen. Und Meshak ist eigentlich ein schmales Persönchen, aber der hatte eine Wahnsinnsausstrahlung. Und die kann halt nur von innen kommen und das hat mich sehr beeindruckt, ja. Wenn du halt mit den Menschen vor Ort so lange zusammen bist, dann fängt man halt auch an, ihre Sichtweise und Herangehensweise und wie sie Sachen auch sehen, ne? Besser zu verstehen. Und Meshak kommt jetzt zum Beispiel ja gar nicht aus der Region, also der gehört gar nicht zum gleichen Stamm, sondern der kommt auch aus der Ashanti-Region, ne? Und wenn du dann siehst, dass die interkulturell so gut miteinander umgehen, ich habe ihn dann auch nochmal gefragt, wie er sich denn selber fühlt, ne, und wie es ihm geht. Und er hat gesagt, die einzige Barriere eigentlich, die er für sich noch empfindet, ist halt die Sprachbarriere. Ne? Wir haben da ja drüber gesprochen, Ghana, zig Sprachen, das kann ich einfach von keinem Mitarbeiter verlangen, dass der ein super Baumpflanzkoordinator ist und noch die ganzen Sprachen lernt. Das geht natürlich nicht. Aber wenn das nicht wäre, dann würde man wahrscheinlich gar nicht irgendwie feststellen, dass er da auch nur in Anführungsstrichen integriert ist. Ne? Und das hast du auch schön gesagt, das ist bei wirklich all unseren Projekten so. David, when we finished the first day and we went round to all the villages, you had something very special planned for the next day, the planting, where Frauke
almost spoiled everything, weil sie hat nämlich die Bäumchen hinten im Auto gesehen und ich wollte es doch geheim halten. Like David. What was the idea behind with the planning and what was your intention with Meshach then? And of course, the community we also visited. Maybe you can share your point of view. Yeah, it is always very good that the sponsors who sponsored any project will also come and then see it themselves. Sometimes if you come and you see it yourself, it will give you more impression for you to know whether you have to continue or it's not a good project. And if you come to, it's good that we involve you also in the planting so that you know how it's going and how it's going. Yeah. And that is what I meant, like Frauke with her marketing. I was like, oh, can we plant some trees? That would be nice. And I said, oh, no, I'm not sure if we can do that, you know. And then Meshach was like, we have the trees in the boot. And I'm like, wow, Meshach, you ruined everything. Ich bin jemand, wer mich besser kennt, ich mache total gerne Überraschungen. Ne? Überraschung finde ich super. Und es war trotzdem toll. Genau, aber die Überraschung hatte sich erledigt. Die war früher, genau. So they were very happy. Christine, dann war das ja so, dass wir in das Dorf gekommen sind. Wie the name of the village where we did the tree planting, Galikpegu, right? Yes. Wir sind ja dann da angekommen und dann ist unser Auto ja erstmal stecken geblieben. Und dann kamen ja schon die Leute mit den Trommeln. Und man hat ja von vorne auch, von der Straße kann man ja wirklich auch die Bäume sehen. Was ich immer so schön finde, dann ist das auch so, ja, man kann sie sehen, ist einfach sichtbar. Ne? Dass auch andere Gemeinden das ja sehen und da vorbeikommen und sich vielleicht denken, ach, das kennen wir gar nicht von hier, so Bäumchen oder so, ne? Das wird denen gar nicht so auffallen, aber dann sind die ja alle eben jeder Setzling mit dem Maschendraht drumrum. Und das war ja auch nochmal eine ganz andere Atmosphäre, zumindest habe ich das so empfunden, als von den Dörfern am Tag davor. Magst du mal erzählen, wie das für dich war? Weil dann sind wir dann unter den Baum gegangen und haben uns da einfach nochmal anders hingesetzt als am Tag davor. Wie hast du da das empfunden? Tja, also unter dem Baum, man fühlt sich einfach wohl und man weiß, wenn man unter so einem Baum sitzt, auch wofür die Bäume sind. Also man hat das auch bei den Kindern gemerkt, dass sie, wo schon ein größerer Baum ist, da war dann so eine kleine Menschentraube, die sich angesammelt hat, weil die Sonne einfach so unfassbar brennt und im Moment ist es ja für euch kalt hier. Ja. Für uns ist es einfach unglaublich heiß. Ja. Ich habe dich dann auch gesehen, wie du manchmal so ein bisschen abseits gestanden hast und einfach auch so das angeguckt hast. Ne? Das bist ja so ein bisschen, du das auch so einfach dir so anschaust, aber dann dieses aktive Pflanzen, also wirklich das zu machen. Kannst du das irgendwie beschreiben, wie das für dich ist? Im Prinzip wie Frauke, wo ich vorhin sagte, Mensch, ihr kennt das aus Fotos und so weiter. Und jetzt warst du aber also da und konntest den Setzling anfassen und auch in der Erde graben und so. Wie ist das für dich? Ja, das war so ein richtig aktives Mitmachen. Also klar machen wir zu Hause in Deutschland auch viel für Madame Fogana und gucken immer, was können wir machen, um Leuten das nahe zu bringen, aber das hier vor Ort selber mit den eigenen Händen in der Erde zu graben und diese Bäumchen mit den Kindern zusammen einzupflanzen, das war so ein tolles Gefühl, dass mir hier täglich eigentlich aus verschiedensten Gründen die Tränen runterlaufen. Ja, weil es einfach so toll ist, so ein tolles Gefühl. Ich meine, der Hauptgrund, Heiko, dass ihr gekommen seid, war ja, also das war ja von uns beiden, also ne, unser Kontakt ist ja sowieso ziemlich eng, immer so, dass ihr euch einfach das mal anschauen müsst, eure Bäume und worum es da geht und so weiter. Jetzt warst du da und magst du irgendwie, gibt's für dich eine Art Fazit oder so von diesem Eindruck, den du jetzt erhalten hast? Das war natürlich nur, wie gesagt, das sind hunderte Schulen. Wir können ja nicht, also wir können natürlich schon überall hinfahren, da brauchen wir viel mehr Zeit. Jetzt habt ihr da ja doch schon einen Einblick bekommen, würde ich sagen. Was ist so woran denkst du jetzt, wenn du an das Erlebte denkst, jetzt wirklich in Bezug auf dieses Pflanzprojekt?
Ich finde das ganz spannend. Das ist ja einige Zeit her, dass wir zum ersten Mal darüber gesprochen haben. Und da habe ich sofort das Vertrauen zu dir gehabt, dass das Sinn macht und dass es auf jeden Fall ein tolles Projekt ist. Deswegen haben wir da ja auch ganz viel mit rein investiert. Nur das erzählt zu bekommen und vor Ort zu erleben, ist natürlich ein Riesenunterschied. Vor Ort zu erleben, wie glücklich auch selbst die Schüler vor Ort sind, wie sie auch, also das haben wir Conny jetzt vorhin gesagt, die haben uns ein Theaterstück vorgespielt, worum es darum ging, wie Bäume gepflegt werden und dass es sinnvoll ist, auch Bäume im Hausgarten zu pflanzen etc. Das zeigt einfach, wie sehr sich alle dort damit beschäftigen und wie sehr auch allen bewusst ist, wie viel es ausmacht und wie wichtig es ist, die Bäume großzuziehen. Auch zu sehen, dass da Schulen sind, die kein fließend Wasser haben und die das Wasser eimerweise über längere Strecken tragen müssen, um die Bäume zu pflegen und großzuziehen. Und die kriegen es hin, dass die Bäume wachsen. Also das alles zu erleben, dass die Begeisterung, wie wir gemeinsam Bäume gepflanzt haben, wir alle mitgemacht haben, wir alle mit auf den Fotos sein wollten und mitgegraben haben, überhaupt die Dankbarkeit dafür zu spüren, für dieses Projekt und natürlich auch das andere drumherum und einfach so gefühlt sofort mittendrin zu sein. Wir sind also überall aufgenommen worden mit großer Dankbarkeit und überall haben wir darüber gesprochen auch, was jetzt in dem Baumprojekt wichtig ist, was auch bei den anderen, was sie sonst noch für Bedürfnisse haben, auch das mitzuerleben letztendlich. Nur, dass sich letztendlich vieles darum kreist, dass die Natur gestärkt wird und ja die Menschen dort oben ja viel, viel stärker von der Natur abhängig sind als wir jetzt und viel stärker mit der Natur sowieso leben und wie wichtig dann die Bäume sind mit Schatten, mit Früchten, mit auch zu lernen, wie pflege ich überhaupt die Natur und wie pflege ich das, was wichtig für uns ist. Einfach toll, das so zu erleben. Ihr Lieben zu Hause, ich glaube, das war jetzt für heute ein total tolles Schlusswort von unserem lieben Heiko. Nächstes Mal geht es weiter mit Menke on Tour Teil 2. Bitte teilt diesen Podcast, wie ich immer sage. Subscribe für Instagram und Facebook und unseren YouTube-Kanal. Links zum Projekt und zu allen anderen wichtigen Sachen findet ihr unten in den Shownotes. Und dann sage ich erstmal Danke für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao!